Hallo zusammen, willkommen in unserem Stübchen. In diesem Podcast Rabbit, die Märchensammlung und mehr, erzähle ich euch verschiedene Märchen und möchte euch einladen zu träumen und die Zeit gemeinsam zu genießen. Die Märchen werden aus aller Welt sein und sollen euch verleiten, dem Alltag etwas zu entfliehen. Ich wünsche euch viel Spaß und gehabt euch wohl auf der märchenhaften Reise. Heute lese ich euch wie gehabt 2 westslawische Märchen vor. Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen Rarasch und Schotek. Erste Geschichte. In Bechar war ein Bauer. Als er einst in der nahen Stadt zum Markte ging, sah er aus dem Felde unter einem wilden Birnbaum ein Huhn. Es war schwarz und ganz durchnässt, zitterte vor Kälte und schrie, als ob es den Pips hätte. Der Bauer nahm's unter den Mantel, trug's nach Hause und setzte es hinter den Ofen, damit es trocken würde. Dann ließ er es auf dem Hof unter die übrigen Hühner. Des Nachts, als schon alles schlief, hörte der Bauer in der Kammer ein Gepolter und gleich darauf eine durchdringende Stimme, halb wie eines Menschen, halb wie eines Huhnes Stimme. »Gevatter, ich hab euch Kartoffeln gebracht.« Der Bauer sprang aus dem Bette und lief ganz verwundert in die Kammer, um zu sehen, was das sei. Er öffnete die Tür und steht ein feuriges Huhn, das auf einigen Kartoffelhaufen umherfliegt, von einem auf den anderen. Ehe er jedoch von seinem Schrecken zu sich kam, war es verschwunden. In der folgenden Nacht hörte er wieder ein Gepolter und den Ruf: »Gevatter, ich hab euch Weizen gebracht, Korn und Gerste.« Der Bauer stand nicht mehr auf, er fürchtete sich, aber bei Tage fand er wirklich in der Kammer 3 Getreidehaufen, einen Haufen Weizen, einen Haufen Korn und einen Haufen Gerste. »Das könnte ich brauchen, den Teufel im Haus. Oh, dass ich die Bestie nicht dort gelassen«, sprach der Bauer bei sich. Er nahm Schaufel und Besen und warf und leerte all das Getreide auf den Mist, samt den Kartoffeln. Er war ein ehrlicher Mann und achtete auf einen guten Leumund. Und darum hatte er Angst, die Nachbarn könnten etwas davon erfahren, doch wusste er sich keinen Rat. Allein die Nachbarn erfuhren es dennoch. Sie bemerkten, wie des Nachts ein Feuerbüschel in des Bauern Haus flog, ohne es anzuzünden, und bei Tage sahen sie das schwarze Huhn unter den übrigen Hühnern auf dem Hofe umherlaufen. Da ging gleich im ganzen Dorf das Gerede, der Bauer halte es mit dem Teufel. Einigen schien es sonderbar, weil sie ihn von jeher als einen ehrlichen Mann kannten. Sie beschlossen daher, ihn vor solchem Unglück zu warnen. Sie gingen zu ihm, und er entdeckte ihnen aufrichtig alles, was und wie es geschehen war, und bat, sie möchten ihm raten, auf welche Art er des Übels loswerden könnte. »Wie raten? Schlagt die Bestie tot«, sagte ein junger Bauer, und ergriff selbst ein Scheit Holz und schleuderte es nach dem Huhne. Aber in demselben Augenblicke sprang ihm das Huhn auf dem Rücken und puffte auf ihn los, wie mit einem Scheitel Holz, das ihm grün und gelb vor den Augen wurde, und bei jedem Schlag rief es: »Ich bin Rarasch, Rarasch, Rarasch!« Hierauf rieten einige dem Bauern, er möchte sein Haus verkaufen und fortziehen. Rarasch werde dann zurückbleiben. Der Bauer griff sogleich auf und suchte einen Käufer, allein niemand wollte das Haus mit dem Rarasch kaufen. Der Bauer nahm sich vor, sich um jeden Preis von Rarasch zu befreien. Er verkaufte sein Getreide, sein Vieh und alles, was er entbehren konnte, kaufte sich ein anderes Haus in einem anderen Dorfe und zog fort. Und als er schon zum letzten Mal mit seinem Wagen gekommen, um Bottiche, Mulden, Eggen und anders derartiges Geräte aufzuladen, ging er und zündete selbst
sein strohgedecktes Haus an 2 Enden an. Er stand für sich und niemand konnte Schaden leiden. »Verbrenn dort, Teufel«, sprach der Bauer bei sich und schnalzte mit der Peitsche. »Für den Platz werd ich wohl noch etwas erhalten.« »Hehehe«, meldete sich was hinter dem Wagen. Der Bauer schaut hin. Aus der Sensenstange saß das schwarze Huhn, schlug mit den Flügeln und begann zu singen. Wir wandern fort, wir ziehen aus, wir ziehen in ein anderes Haus. Wir ziehen aus, wir wandern fort und stehlen an einem anderen Ort. Dem Bauer war, als ob ihn der Schlag getroffen. Er wusste nicht, was anzufangen. Da fiel ihm bei, ob sich Rarasch nicht bewegen ließe, selbst fortzugehen, wenn er ihn gut füttern würde. Sogleich befahl er seinem Weibe, ihm täglich einen Teller gute Milch zu geben und 3 Stück Kuchen dazu. Rarasch befand sich wohl, doch schien es nicht, dass er Lust fühle, sich fortzupacken. Eines Abends kommt der Knecht vom Felde nach Hause und sieht auf der Stiege die 3 Stück Kuchen, welche die Bäuerin für Rarasch hingelegt. Er schleicht hinzu, nimmt eins nach dem anderen und isst sie auf. Besser ich esse sie als die Bestie, denkt er bei sich. Wer wird auch etwas davon erfahren? Aber in dem Augenblicke saß ihm Rarasch schon auf dem Rücken und schrie: 1 Stück, 2 Stück, 3 Stück Kuchen hat der Knecht gegessen. Und dabei versetzte er ihm jedes Mal einen Puff, dass der Knecht später noch lange daran dachte. Des nächsten Morgens, als der Bauer aufstand und den Knecht zur Arbeit wecken ging, fand er ihn ganz zerschlagen, dass er sich kaum rühren konnte. Und als er von ihm gehört, was geschehen, ging er zu Rarasch und bat ihn, er möchte ihn verlassen, sonst würde kein Knecht bei ihm dienen wollen. »Hehehe«, kicherte Rarasch und sprach: »Bringst du mich wieder dorthin, wo du mich genommen, komm ich nicht mehr zu dir.« Der Bauer nahm auf der Stelle seinen Mantel und trug das Huhn wieder unter den Birnbaum, wo er es gefunden, und nachher hatte er von Rarasch Ruhe bis an sein Ende. 2. Geschichte. In Liebenig in der Schäferei hielt sich Rarasch gleichfalls auf. Dort aber hießen sie ihn Schotek. Er sah wie ein kleiner Knabe aus, nur hatte er an Händen und Füßen Klauen, und die Leute erzählten sich viele lustige Streiche von ihm. Gern hetzte er die Hunde, Katzen, Truthühner. Den Knechten und Mägden tat er nichts Gutes, und wenn sie etwas Geheimes zusammen hatten, verriet er es gleich. Drum war auch das Gesinde übel auf ihn zu sprechen. Aber der Schafmeister ließ nichts auf ihn kommen, denn die ganze Zeit hindurch, wo Schotek da war, erkrankte kein einziges Schaf. Im Winter des Abends saß Schotek gewöhnlich hinter dem Ofen und wärmte sich, und wenn die Magd Spreubrühen kam, sprang er immer vom Ofen in den Bottich und rief: »Hops in die Spreu!« Eins jedoch richtete er sich übel zu. Die Magd brachte wie gewöhnlich den Spreubottich, hatte aber früher kochendes Wasser hineingegossen und nur oben Spreu darauf getan. »Hops in die Spreu«, rief Schotek, war aber in demselben Augenblicke schon wieder aus dem Bottich und schrie und heulte vor Schmerz. Das Gesinde lachte, das alles zitterte, allein Schotek rächte sich dafür an der Magd. Als sie einst die Leiter hinan auf den Boden stieg, verwickelte er sie so in die Sprossen, dass man ihr zu Hilfe kommen musste und Mühe hatte, sie wieder loszumachen. Im Sommer schliefen die Leute des Schafmeisters auf dem Boden. Einst des Nachts kam Schotek auch dahin, kroch zur Hälfte auf die Leiter und hetzte die Hunde, die unten im Hofe lagen. Er streckte ihnen einen Fuß nach dem anderen entgegen und rief beständig: »Hier ein Fuß, da ein Fuß, bei welchem fangt ihr mich früher?« Die Hunde bellten wie besessen. Die Knechte verdross es bereits, dass er ihnen keine Ruhe lassen, und einer stand auf, nahm ein Bündel Heu und schleuderte den lieben Schotek mit dem Bündel von der Leiter hinab. Die Hunde fuhren alsbald auf ihn los und begrüßten ihn schlecht, kaum entkam er ihren Zähnen.
Der Knecht wusste, dass Rache sein harre, und darum nahm er sich von Schotek in Acht und wich ihm schon von weitem aus. Allein es half ihm nichts. Einst weidete er auf dem Gemeindegründen bei der Wiese und setzte sich auf die Wiese neben einem Heuschober hin. Plötzlich entsteht ein Geräusch über seinem Kopfe, und ehe er sich versieht, ist er mit Heu überschüttet, das ihm zwischen den Haaren kleben bleibt. Der Knecht erhebt ein Geschrei, die Mäher laufen herzu, doch welche Mühe sie auch anwenden, sie können das Heu nicht aus seinem Haare schaffen. So fest ist es mit den Haaren verschlungen. Der arme Knecht musste sich den Kopf kahl scheren lassen, und als er dann wieder die Herde auf die Weide trieb und auf den Gemeindegründen unter einen wilden Birnbaum kam, saß Schotek oben und schabte ihm Rübchen, indem er ihm zurief: Kahlkopf, 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 hehehe. Dritte Geschichte. Einen armen Bauer traf ein großes Unglück. Der Hagel richtete sein Feld so arg zu, dass kein einziger Halm ganz blieb. Der Bauer ging traurig bei seinem Feld umher. Sein Zustand grenzte an Verzweiflung. Da begegnet ihm ein Bursche, der ihn anhält und fragt: Wollt ihr mich nicht als Knecht in euren Dienst nehmen? Der Bauer blickt ihn an und spricht: Werde selbst nichts zu essen haben, da sieh mein heurige Ernte. Und dabei zeigte er auf das vom Hagel heimgesuchte Feld. Nehmt mich nur auf, redete ihm der Bursche zu, ihr werdet es nicht bereuen. Es war Rarasch. Der Bauer ließ sich endlich bereden und nahm ihn auf. Als sie nach Hause kamen, sagte der Knecht: Herr, ich will in die Mühle fahren. Was willst du denn mahlen? Hab ja kein Körnchen Getreide, entgegnete der Bauer. Ihr habt auf der Emporscheune oben Stroh. Gebt mir nur 12 Säcke. Nun, wenn du aus dem Stroh etwas herausdreschen meinst, in Gottes Namen. Der Knecht ging, schnitt das Stroh zu Häckerling, füllte den Häckerling in die Säcke, lud diese auf den Wagen und fuhr. Es war schon spät abends und hübsch dunkel, als er in die Mühle kam. Der Müller hatte auf dem Schüttboden 12 in Säcke gefüllten Scheffel Getreide, das er den Mahlgästen weggestohlen. Er wollte damit morgens auf den Markt. Rarasch schüttete das Getreide in seine Säcke, und in des Müllers Säcke schüttete er den Häckerling. Dann mahlte er, bezahlte das Mahlgeld und fuhr nach Hause. Der Bauer hatte 2 Pferde, sie waren jedoch so schlecht, dass sie kaum die Füße schleppten. Herr, sagte eines Tages der Knecht zu ihm, wollt ihr für die Mähren nicht besser Pferde kaufen? Ei, warum nicht, entgegnete der Bauer. Aber wie? Dafür lass mich sorgen. Der Bauer willigte ein. Der Knecht ging, schlug die beiden alten Pferde tot und zog ihnen die Haut ab. Dann nahm er die Häute auf die Schulter und begab sich geraden Weges in das Wirtshaus. Es war schon Abend, als er hinkam. Im Wirtshaus gab's Lärm und Rausch genug. Auf dem langen Tische brannte ein Licht und dabei standen viele Gläser, volle und leere. Bei dem einen saß der Lohgerber des Ortes. »Kauf die Häute da«, sagt der Knecht zu dem Lohgerber. »Das möchte ich wohl, hab aber kein Geld bei mir. Ich will mich mit euch nach Hause gehen, wir wollen des Handels schon einig werden«, erwiderte der Knecht. Der Lohgerber erhob sich und ging. Der Lohgerber hatte eine hübsche Frau, und wenn er des Abends nicht zu Hause war, pflegte sie der Herr Amtmann zu besuchen. Die Lohgerberin briet ihm Hühner, ohne dass ihr Mann davon wusste. Eben heute saß der Amtmann wieder bei ihr, als der Lohgerber außen an das Tor klopfte. »Wer ist's?« »Ich bin's, mach auf!« Die Lohgerberin erschrak. »Um der Himmels willen, mein Mann!« Der Amtmann sprang in den alten leeren Schrank. Die Lohgerberin versperrte ihn, zog den Schlüssel ab, steckte das Huhn in die Röhre und ging dann öffnen. Der Lohgerber trat ein und musterte die Häute. »Nun, was ist der Preis?« »Gebt mir da den alten Schrank dafür. Wenn er euch recht ist, meinethalben.« »Um Himmels willen, Mann«, schrie die Lohgerberin, »gib nicht den alten Schrank her.
Er ist ein Andenken der seligen Großmutter. Der Segen kommt aus unserem Hause. Wirst du schweigen?« donnerte der Lohgerber. So viel Wesen mit dem alten Rumpelkasten, und der Bursche trug den Schrank davon. Er trug ihn vor das Dorf bis auf die Brücke bei der Mühle. Die Mühlräder klapperten und das Wasser unter dem Wehr rauschte. Der Bursche stellte den Schrank auf die Brustlehne und sprach: »Du stehst nicht dafür, dass ich dich weitertrage.« Dann klopfte er an den Schrank. »Hey Brüderchen, kannst du schwimmen?« Der Amtmann im Schrank begann zu bitten, er solle ihn hinauslassen, er wolle ihm 100 Stück Dukaten geben. »Her damit«, sagte der Bursche, öffnete den Schrank, und der Amtmann zählte ihm die Dukaten auf den Hut. »Danke Gott, dass du so wohlfeil weggekommen«, sagte der Bursche und strich das Geld zusammen. »Ein andermal kriech nicht in fremde Schränke, dass dir nichts Ärgeres widerfahre.« Der Herr Amtmann verschwor sich, das Haus des Lohgebers in seinem ganzen Leben nie mehr zu betreten. Hierauf nahm Rarasch den Schrank und trug ihn wieder zu dem Lohgerber. »Damit eurer Frau nicht das Herz weh tue«, sprach er, »so bring ich den Schrank wieder. Ich hab mich anders besonnen. Gebt mir lieber Geld oder stellt mir die Häute zurück.« Der Lohgeber ward mit ihm handelseinig und ging in die Kammer, um das Geld zu holen. »Die Schale ist rein, der Teufel hat den Kern geholt«, raunte der Bursche der Lohgeberin zu. »Um des Himmels willen, ihr habt ihm doch nichts angetan.« »Nein, doch soll's geschehen«, sprach der Bursche, »wenn ihr den Schrank noch einmal vor eurem Manne versperrt.« Indessen kam der Lohgeber und zählte das Geld auf den Tisch. »Fürwahr, ihr habt eine wackere Frau«, sagte der Bursche zu ihm. »Ich sollte euch zureden, ihr möchtet hübsch zu Hause bleiben und nicht ins Wirtshaus gehen. Sie würde manchmal gern ein Hühnchen für euch braten. Heut hat sie eins für euch gebraten, fürchtet sich aber, ihr möchtet böse sein.« »Was sollt ich böse sein?«, meinte der Lohgeber. »Nun, so geht Frau, geht, und bringt ihm das Huhn aus der Röhre.« Die Lohgeberin musste gehen und das Huhn bringen, das sie für den Amtmann gebraten. Der Lohgeber war froh, dass seine Frau ihn so lieb hatte, und nahm sich vor, nicht mehr ins Wirtshaus zu gehen. Und die Lohgeberin war froh, dass sie so gut weggekommen, und verschwor sich, niemals wieder für wen Hühner zu braten, ohne dass ihr Mann davon wüsste. So verschaffte Rarasch dem Bauern Geld. Der Bauer kaufte sich junge Pferde, richtete seine Wirtschaft gehörig ein, und solange er den Burschen bei sich hatte, gebrach es ihm an nichts. Aber der Bursche war auch nicht wählerisch. Er aß alles gern, was er bekam. Nur Erbsen wollte er nicht essen, und zwar deshalb, weil auf jedem Erbsenkorn ein Kelch ist. Das Märchen Die Waldfrau. Lieschen war noch ein ganz junges Mädchen. Ihre Mutter war eine Witwe und besaß nichts mehr als eine armselige Hütte und 2 Ziegen. Aber Lieschen war doch immer frohen Mutes. Vom Frühling bis zum Herbste weidete sie die Ziegen beim Birkenwald. Wenn sie aus dem Hause ging, steckte ihr die Mutter ein Stück Brot in die Tragtasche und dazu eine Spindel, indem sie ihr befahl, sei fleißig. Weil sie keinen Spinnenrock hatte, schlang sie ihr den Flachs um den Kopf. Lieschen nahm die Tasche und hüpfte fröhlich singend hinter den Ziegen im Birkenwald. Wenn sie hinkam, gingen die Ziegen weiden. Lieschen setzte sich unter einen Baum, zog mit der linken die Fäden vom Kopfe, der ihr als Spinnenrock diente, und mit der rechten drehte sie die Spindel, dass diese lustig an dem Boden hinschnurrte. Dabei sang sie, dass der Wald erscholl. Stand die Sonne im Mittag, so legte sie die Spindel beiseite, rief die Ziegen, gab ihnen vom Brot, damit sie ihr nicht wegliefen, und hüpfte in den Wald, um Erdbeeren oder anderes Obst zu suchen, wie es eben an der Zeit war. Um ein Gericht zum Brote zu haben, hatte sie gegessen, so tanzte sie, indem sie die Hände übereinander legte. Die Sonne lachte dann durch die grünen Bäume nieder, und die Ziegen machten sich's im Gras bequem und dachten, wir haben doch eine fröhliche Hirtin. Nach dem Tanzen spann sie wieder fleißig, und wenn sie abends nach Hause kam, brauchte die Mutter niemals zu schelten,
dass die Spindel nicht voll sei. Einst, als sie ihrer Gewohnheit gemäß eben zu ihrer Mittagszeit sich nach dem einfachen Mahle zum Tanz anschickte, stand plötzlich eine wunderschöne Frau vor ihr. Sie hatte ein weißes Gewand, dünn wie ein Spinngewebe. Von dem Haupte bis zum Gürtel flossen ihre goldenen Haare herab, und auf dem Haupte trug sie einen Kranz von Waldblumen. Lieschen erschrak. Die Frau lächelte sie an und sprach mit lieblicher Stimme zu ihr: »Lieschen, tanzest du gern?« Als die Frau so freundlich zu ihr sprach, wich Lieschen Schrecken sie erwiderte: »Oh, ich möchte den ganzen Tag tanzen.« »Komm denn, tanzen wir miteinander, ich will's dich lehren«, sprach die Frau, schürzte das Gewand, fasste Lieschen und begann mit ihr zu tanzen. Als sie sich im Kreis zu drehen anfingen, ließ sie sich über eine so süße Musik hören, dass Lieschen Herz in Wonne schmolz. Die Spielleute saßen auf dem Zweig der Birken in schwarzen, aschgrauen, braunen und bunten Röcken. Es war ein Chor von auserlesenen Spielleuten, der sich auf den Wink der schönen Frau versammelt hatte. Nachtigallen, Lerchen, Finken, Stieglitzen, Grünlinge, Drosseln, Amseln und die kunstreiche Grasmücke. Lieschen Wangen glühten, ihre Augen strahlten, sie vergaß ihre Aufgabe und ihre Ziegen und schaute nur auf ihre Gefährtin, die sich vor ihr um sie in den reizendsten Bewegungen drehte und so leicht, dass sich das Gras unter ihren zarten Füßen gar nicht beugte. Sie tanzten vom Mittag bis zum Abend. Lieschens Füße ermüdeten nicht und taten ihr nicht weh. Da hielt die schöne Frau inne. Die Musik schwieg, und wie die Frau gekommen, so verschwand sie. Lieschen blickte um sich, die Sonne neigte sich hinter den Wald, und Lieschen schlug die Hände über den Kopf zusammen, und indem sie an den ungesponnenen Flachs griff, gedachte sie der Spindel, die auf dem Boden lag und nicht voll war. Sie nahm den Flachs vom Kopfe, steckte ihn samt der Spindel in die Tasche, rief die Ziegen und trieb sie nach Hause. Sie sang auf dem Wege nicht, sondern machte sich bittere Vorwürfe, dass sie sich von der schönen Frau hatte burgen lassen, und nahm sich vor, wenn die Frau wieder zu ihr käme, ihr nicht mehr zu folgen. Die Ziegen, die keinen fröhlichen Gesang hinter sich hörten, sahen sich um, ob ihre Herrin wirklich nachschreitete. Auch die Mutter wunderte sich und fragte die Tochter, ob sie krank sei, da sie nicht singe. »Nein, Mütterchen, ich bin nicht krank. Der Hals ist mir vom Singen trocken geworden, darum singe ich nicht«, entschuldigte sich Lieschen und ging die Spindel und den ungesponnenen Flachs zu bewahren. Sie wusste, dass die Mutter das gar nicht sogleich aufweise und wollte am folgenden Tage einbringen, was sie an dem einen versäumt hatte, und darum erwähnte sie gegen die Mutter nicht das Mindeste von der schönen Frau. Des andern Tags trieb Lieschen die Ziegen wie gewöhnlich zum Birkenwald. Die Ziegen begannen zu weiden und sie setzten sich unter einen Baum und begannen fleißig zu spinnen und zu singen, denn beim Singen geht die Arbeit besser vonstatten. Die Sonne stand im Mittag. Lieschen gab die Ziegen vom Brote, hüpfte fort, um Erdbeeren im Walde zu suchen, und dann begann sie zum Mittag zu schmausen und mit den Ziegen zu sprechen. »Ach, meine Ziegen, heut darf ich nicht tanzen«, seufzte sie, als sie nach dem Mahle die Brosamen im Schoß zusammenscharrte und auf einem Stein legte, damit sie die Vögel für sie davontrug. »Und warum dürftest du nicht?«, ließ sich eine liebliche Stimme hören, und die schöne Frau stand vor ihr, als wäre sie aus den Wolken gefallen. Lieschen erschrak noch mehr als das erste Mal und drückte die Augen zu, um die Frau gar nicht zu sehen. Als aber die Frau die Frage wiederholte, antwortete sie schüchtern: »Ach, verzeiht, schöne Frau, ich kann nicht mit euch tanzen. Ich würde meine Aufgaben nicht spinnen, und die Mutter würde mich schelten. Ehe heute die Sonne untergeht, muss ich einbringen, was ich gestern versäumt. Komm nur tanzen, ehe die Sonne untergeht, wird dir Hilfe«, sprach die Frau, schürzte das Gewand und fasste Lieschen. Die Spielleute auf den Birken fingen an zu musizieren, und die Tänzerinnen drehten sich im Kreise. Und die schöne Frau tanzte noch reizender. Lieschen konnte die Augen nicht von ihr wenden und vergaß die Ziegen und ihre Aufgabe. Jetzt hielt sie inne, die Musik schwieg. Die Sonne ging unter.
Lieschen schlug die Hände über den Kopf zusammen, der umgesponnene Flachs geschlungen war, und brach in Tränen aus. Die schöne Frau langte nach ihrem Kopfe, nahm den Flachs herab, schlang ihn um einen Birkenstamm, ergriff die Spindel und begann zu spinnen. Die Spindel schnurrte an dem Boden hin und ward sichtlich voller, und ehe die Sonne hinter dem Walde niedersank, war aller Flachs gesponnen, auch der vom vorigen Tage. Indem sie dem Mädchen die volle Spindel reichte, sprach die schöne Frau: »Weiß auf und murre nicht. Denk meiner Worte, weiß auf und murre nicht.« Hierauf verschwand sie, als hätte sie die Erde verschlungen. Lieschen war zufrieden und dachte unterwegs bei sich: »Wenn sie so gut ist, will ich wieder mit ihr tanzen, sobald sie kommt.« Sie sang wieder, damit die Ziegen munter vorwärts schritten. Die Mutter aber empfing sie verdrießlich. Sie hatte während des Tages das Garn ausweichen wollen und gefunden, dass die eine Spindel nicht voll geworden, und darum war sie verdrießlich. »Was tatest du, Tochter, dass du gestern nicht deine ganze Aufgabe spannst?« sagte sie tadelnd. »Verzeiht, Mutter, ich tanzte ein wenig«, erwiderte Lieschen demütig, und indem sie der Mutter die Spindel zeigte, setzte sie hinzu: »Heute ist sie dafür übervoll.« Die Mutter schwieg, ging die Ziegen melken, und Lieschen legte die Spindel an ihren Ort. Sie wollte der Mutter ihr Abenteuer erzählen, allein sie dachte: »Nein, bis die Frau noch einmal kommt, will ich sie fragen, wer sie ist, und dann sag ich's der Mutter.« So dachte sie und schwieg. Des 3. Morgens trieb sie die Ziegen wie gewöhnlich zum Birkenwald. Die Ziegen begannen zu weiden und Lieschen unter einem Baume sitzen, zu singen und zu spinnen. Die Sonne stand im Mittag, Lieschen legte die Spindel ins Gras, gab den Ziegen vom Brote, suchte keine Erdbeeren, und indem sie die Brosamen den Vögeln hinwarfen, sagte sie: »Liebe Ziegen, heut will ich euch eins vortanzen.« Sie hüpfte, legte die Hände übereinander, und schon wollte sie versuchen, ob sie auch so reizend tanzen könnte, als die schöne Frau, da stand diese vor ihr. »Lass uns miteinander tanzen«, sprach sie lächelnd zu Lieschen und umfasste sie. Augenblicklich erklang die Musik über ihre Häupter, und die Tänzerinnen drehten sich im leichten Fluge. Lieschen vergaß die Spindel und die Ziegen, sah nichts als die schöne Frau, deren Leib sich wie ein Weidenzweig nach allen Seiten bog, und hörte nichts als die liebliche Musik, nach deren Klängen ihre Füße von selbst sprangen. Sie tanzten vom Mittag bis zum Abend. Jetzt hielt die Frau inne und die Musik schwieg. Lieschen blickte um sich, die Sonne war hinter dem Walde. Weinend schlug sie die Hände über den Kopf zusammen, indem sie sich zur Spindel wandte und nicht voll war. Wie klagte sie, was die Mutter sagen würde? »Gib mir deine Tasche, ich will dir ersetzen, was du heute versäumt«, sprach die schöne Frau. Lieschen gab ihr die Tasche, und die Frau ward auf einige Augenblicke unsichtbar. Dann aber reichte sie ihr die Tasche mit den Worten: »Da, zu Hause, sieh hinein«, und verschwand, als hätte sie der Wind davongewebt. Lieschen fürchtete sich, in die Tasche zu sehen. Allein auf der Hälfte des Weges ließ es ihr doch keine Ruhe. Die Tasche war so leicht, als ob nichts in ihr wäre. Sie musste hineinsehen, ob sie die Frau nicht getäuscht. Wie erschrak sie, als sie sah, die Tasche sei voll Birkenlaub. Da brach sie erst in Tränen aus und machte sich Vorwürfe, dass sie so leichtgläubig gewesen. In ihrer Aufwallung warf sie die Blätter mit beiden Händen heraus und wollte die Tasche umstürzen. Dann aber dachte sie: Ich will das Übrige den Ziegen unterstreuen, und ließ einiges Laub darin. Sie fürchtete sich, nach Hause zu gehen. Die Ziegen konnten ihre Herrin wieder nicht erkennen. Die Mutter harrte bekümmert auf der Schwelle. »Um Gottes Willen, was für eine Spindel Garn brachtest du gestern nach Hause?« waren die ersten Worte der Mutter. »Warum denn?« fragte Lieschen ängstlich. »Als du morgens fortgegangen, begann ich auszuweifen. Ich weife auf und weife auf, die Spindel ist beständig voll. Eine Strähne, 2, 3 Strähnen, die Spindel voll. Welcher böse Geist hat das gesponnen?« Ruf ich erzürnt, und in dem Augenblicke ist das Garn von der Spindel fort, als wäre es weggeblasen. »Sag mir, was das ist!« Da gestand Lieschen und begann von der schönen Frau zu erzählen. »Das war eine Waldfrau«, rief die Mutter entsetzt. »Um Mittag und Mitternacht treiben sie ihr Wesen. Ein Glück, dass du kein Knabe bist,
sonst würdest du nicht lebendig aus ihren Armen entkommen sein. Sie hätte so lange mit dir getanzt, als ein Atemzug in dir gewesen wäre, oder sie hätte dich zu Tode gekitzelt. Doch mit Mädchen haben sie Erbarmen. Ja, beschenken sie oft reich. Hättest du mir etwas gesagt, so würde ich nicht gemurrt haben und hätte jetzt die ganze Stube voll Garn. Da dachte Lieschen in der Tasche und ihr fiel bei, es könnte doch vielleicht etwas unter dem Laube sein. Sie nimmt die Spindel von oben weg und den ungesponnenen Flachs und blickt in die Tasche, blickt noch einmal hinein und schreit: »Seht, Mutter, seht!« Die Mutter blickt hinein und schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Die Birkenblätter hatten sich in Gold verwandelt. Sie befahl mir erst zu Hause hineinzublicken. Ich gehorchte nicht. »Ein Glück, dass du nicht die ganze Tasche ausgeleert«, meinte die Mutter. Des Morgens ging sie selbst, um an der Stelle nachzusehen, wo Lieschen das Laub mit beiden Händen weggeworfen. Allein auf dem Weg lag nur frischer Birkenlaub. Doch der Reichtum, den Lieschen nach Hause gebracht, war ohnehin groß genug. Die Mutter kaufte eine Wirtschaft. Sie hatte viel Vieh, Lieschen ging in schöner Kleidung, sie musste nicht mehr Ziegen weiden. Allein wie reich und froh und glücklich sie war, nichts machte ihr so viel Vergnügen als der Tanz mit der Waldfrau. Noch oftmals ging sie in den Birkenwald, es lockte sie hin, sie wünschte sich, die schöne Frau noch einmal zu sehen. Allein sie erblickte sie nimmer wieder. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.